Wer von euch schon die Befreiung des Klangs ein wenig kennengelernt hat, vielleicht auch meinen Film kennt mit gleichem Namen, weiß, dass ich viel mit der Zunge arbeite und damit in gewisser Weise für viele Sängerinnen und Sänger auch ein Tabu breche. Ich kann weiterhin nur alle einladen, das mit mir zu tun, weiter dieses Tabu zu brechen, weil ihr werdet und sie werden merken, wie wundervoll das ist, wenn man die Zunge in einer ganz bestimmten Art und Weise wirklich virtuos und tänzerisch benutzt, während man singt. Vergesst nicht, dass ihr das immer tut, wenn ihr sprecht. Und beim Singen gibt es immer noch so merkwürdige Anweisungen wie die Zungenspitze liegt am unteren Zahnkranz, bla 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 und so weiter, was wirklich nicht weiterhilft, wenn man ans Passaggio, an den Übergang oben kommt. Und nun möchte ich euch ein paar Übungen vorstellen, für manche vielleicht schon bekannt, für andere nicht, man kann sie auch wiederholen. Und wir fangen mal ganz klein an mit 3 Tönen. C, D, E, D, C. Und ich singe auf diesen 3 Tönen jetzt A, I, O, A. A, I, O, A. A, I, O, A, I, O. Ja, ihr habt gesehen, es passiert eigentlich nicht viel, der Kiefer ist ruhig, es arbeitet nur die Zunge und was ich vorhin erklärt habe mit der Durchlässigkeit, passiert natürlich immer, bevor ich singe. Das heißt, ich lasse den Atem einfallen, bin hier locker, alles ist frei, ich staune, ich bin neugierig auf den Klang. Wirklich so, ja? Und dann bewege ich zum und zum I nur die Zunge nach vorne. Wenn ihr ganz aufmerksam zugehört habt, habt ihr jetzt gemerkt, dass ich zwischen dem und dem I noch etwas anderes gemacht habe. Ich habe nicht nur I gesungen, sondern da war noch was dazwischen, das klang I. I. Wenn man das schnell hört, könnte man denken, es wäre A. Ja? Und dann I. Es ist I. Und dieses nennt man Schwa. Wer sich ein bisschen mit Phonetik auskennt, kennt dieses Wort Schwa, S-C-H-W-A, Schwa, kommt aus der Phonetik und beschreibt den mittleren Zentralvokal. Also der Vokal, der genau in der Mitte liegt, der neutralste, den es gibt und der lockerste, den es gibt. Und die Sprachwissenschaft ist sich einig, dass aus diesem Schwa alle anderen Vokale mal entstanden sind. Darum nennt man ihn auch gern den Urvokal. Und dieser Urvokal hat eben den Vorzug, dass er so mittig ist und dass er in alles hinein kann und alles um ihn herum kann. Bedeutet, alle anderen Vokale können um ihn herum geformt werden, trotzdem bleibt er immer im Zentrum. Und das ist neben dem, was wir jetzt hier mit der Zunge machen, eine weitere Besonderheit dieser Gesangstechnik, dass wir immer mit Schwa singen. Schwa eröffnet auch die Türen zu dem eigenen Vokalklang, dem eigenen Stimmklang. Man findet sein Timbre mit Schwa und man lernt, das zu genießen, das eigene, nicht irgendwas Nachgemachtes, nicht, ich will singen wie eine klassische Sängerin oder Sänger, sondern mein Klang ist wichtig, die Unverwechselbarkeit des Klanges ist wichtig und genau das erreicht ihr, wenn ihr dieses Schwa sucht und mit meiner Hilfe dann auch findet. Also, ich mache es nochmal langsam vor. Achtet mal drauf, was ich mache zwischen dem und dem I.
Wenn ihr aufmerksam zugehört habt und es auch euch angeschaut habt, dann habt ihr gesehen, dass durch dieses der Klang auf dem zweiten Ton eingehängt wird, wie so ein kleines Glöckchen, was ich klingeln kann, oder ein Bügel, den ich über die Stange hänge. Und dann kann der Klang frei resonieren. Ich lasse ihn quasi baumeln. Ja? Das ist ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man das schafft. Und von da gebe ich zu dem höchsten Ton nur einen kleinen Flip mit der Zunge nach vorne, ohne dass Luftdruck mitgeht. Ist also ganz ohne Luftdruck. Tack, kommt er nach vorne. Und das I ist dann in freier Resonanz. Dennoch bleibt in dem I auch noch was von dem Schwa enthalten und dadurch wird das nie eng, spitz, scharf oder so, sondern es bekommt den Glanz, den ein I braucht, hat aber trotzdem noch Wärme und Bouquet drumherum. Das ist das Ziel. Ja? Ich mache es nochmal vor, ein bisschen höher. Bei den höheren Tönen habt ihr jetzt gemerkt, dass sich meine Zunge mehr hebt und die Zungenspitze sich wirklich von diesem Punkt hier unten löst und frei schwebend sich bewegt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Pfötchen. Ja? Und warum ich das mache, ist, dass wenn die Zunge sich in dieser Weise nämlich über einen Bogen kippt, wenn sie gekippt wird, so, ja, dann kommt die Kehle auf ganz natürliche Art und Weise tief. Ja, vielleicht stellt es euch vor, wie bei so einem Cabriolet-Verdeck, geht so runter, es wird aber nicht fest, ist ganz locker und auf eine sehr organische und weiche Art und Weise kommt die Kehle tief. Das liegt daran, dass die Zungenmuskulatur und die Kehlkopfmuskulatur miteinander verbunden sind. Wir können ja unserem Kehlkopf nicht sagen, geht tief. Das geht nicht, das geht beim Finger. Ne? Finger runter, geht, aber Kehle geht runter, geht nicht. Es geht nur indirekt. Und ja, die organischste Art und Weise, es zu tun, ist über die Zunge. Und wenn wir jetzt höhere Töne singen wollen, brauchen wir eine tiefere Kehle und wir kommen natürlich mehr und mehr in die Kopfstimme. Und indem ich die Zunge jetzt so kippe, kommt der vordere Teil der Zunge hoch, also pfötchenartig, und ich habe jetzt die Gelegenheit, hier drin nach oben vorne zu singen und bin dann stets hier im Sitz, da wo wir alle immer singen wollen, die Maske, ne, wird es auch gern genannt, ohne dass ich da rein schiebe, sondern über das Schwa gehe ich in das I und bin dann hier in einem freien Klang. Ich mache euch das nochmal vor. Ihr hört, der Sitz ist hier. Ja? Und die Spitze von der Zunge ist wirklich oben. Ihr hört, der wird auf diese Weise viel freier und runder, als wenn die Zungenspitze unten wäre.